Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich nochmal einen GoSky E2 mit GPS für euch in der RTF-Version, und zwar die ganz neue blau-weiße Air Rescue-Variante. Auch wenn hier auf dem Karton die rot-weiße abgebildet ist, ich denke mal, da hat GoSky sich einfach die neue Verpackung gespart. Von der Farbe her fand ich den jetzt ganz interessant, deswegen wollte ich den euch heute auch mal zeigen. Ich zeige euch natürlich wieder die blau-weiße Version nochmal etwas im Detail und auch was alles mitgeliefert wird, das ist ja eine ganze Menge. Ich zeige euch auch die Fernsteuerung nochmal mit den ganzen Funktionen und auch das Kalibrieren des E2. Das drehe ich jetzt allerdings nicht nochmal als komplett neu. Das habe ich ja schon bei der rot-weißen Version aufgenommen. Also nicht wundern, aber das ist ja alles identisch und so habt ihr das nochmal hier kompakt in einem Video. Am Ende gehen wir aber natürlich auch mit der blau-weißen Version noch einmal rausfliegen, damit ihr die auch mal in der Luft gesehen habt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach sofort los. Let's go! Dann zeige ich euch erstmal wieder, was alles mitgeliefert wird. Natürlich haben wir hier als erstes wieder die Bedienungsanleitung. Dann haben wir, wie wir das von der Vorversion kennen, wieder einen schicken Styroporkoffer, wo wir den E2 sicher mit transportieren können. Aber auch hier passt er wieder nur ohne Rotorblätter rein. Dann haben wir als nächstes die 2,4 GHz Fernsteuerung mit den federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich natürlich noch etwas genauer. Dann haben wir als nächstes das GoSky P25 LiPo Ladegerät zum Laden des LiPos. Als Anschluss haben wir hier einen USB-C-Port. Dann haben wir noch eine kleine Montageanleitung dabei, wie wir den Hauptrotor und den Heckrotor montieren müssen. Dann haben wir als nächstes wieder eine kleine Tüte. Darin befindet sich eine Ersatz-Hauptrotorwelle, 3 kleine Kabelbinder, eine kleine Tüte mit Ersatzschrauben und noch 2 kleine Schraubendreher. Dann haben wir den 1600 mAh 3S LiPo Akku mit XT30 Anschluss. Als nächstes haben wir dann den 4-Blatt Heckrotor inklusive der Befestigungsschraube und Unterlegscheibe. Dann haben wir die 4 Hauptrotorblätter, hier in einem schicken Rot-Weiß und einer wirklich schönen Form. Dazu noch die Tüte mit den Unterlegscheiben und den Schrauben für die Montage der Rotorblätter. Und last but not least natürlich den schicken GoSky E2 GPS, und den schauen wir uns als nächstes mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier den exakt gleichen Rumpf wie beim E2 ohne GPS, also auch wieder aus einem sehr stabilen Kunststoff. Ansonsten ist hier alles identisch wie beim Vorgängermodell. Wir haben hier natürlich wieder viele Nieten am Rumpf und am Heckausleger und auch überall noch viele Details angebracht. Wir können hier auch wieder auf beiden Seiten die Seitentüren aufschieben, was ich richtig cool finde. Vorne haben wir wieder die kleine Kameraattrappe, die 2 Cable Cutter und die Antennen angebracht. Auch das Landegestell ist identisch wie bei der Version ohne GPS. Die Lackierung ist diesmal, wie man sehen kann, noch wieder in matt gehalten, was ich richtig schön finde. Die gesamte Lackierung ist hier auch wieder sehr gut gemacht. Auch die ganzen Decals und Schriftzüge sind hier alle sehr sauber aufgetragen. Auch der E2 mit GPS wird hier direkt über einen Brushless-Motor angetrieben und auch der Heckrotor wird natürlich direkt angetrieben, und zwar ebenfalls von einem Brushless-Motor. Auch bei der GPS-Version ist der gesamte Rotorkopf, die Taumelscheibe und die Hauptrotorwelle aus Metall gefertigt. Natürlich haben wir hier zur Ansteuerung der Taumelscheibe auch wieder 3 Mikroservos verbaut. Im Inneren haben wir einen stabilen Kunststoffrahmen und unter dem Heckrohr haben wir wieder eine Verbindung aus Carbon, wo dann hinten auch der Heckmotor angeschraubt ist. Die vordere Haube können wir wie bei der Vorgängerversion auch ganz einfach hier vorne abziehen. Da kommt dann der LiPo-Akku rein. Darunter haben wir noch einen XT30-Anschluss, wo wir dann die LiPo anschließen können. Darüber liegt die ganze Technik mit Empfänger, Multiboard, und ich denke mal, dahinter wird auch das GPS liegen. Kann aber auch sein, dass der GPS-Empfänger hinten unter dem Dombereich sitzt. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich den Rumpf jetzt auch nicht aufgeschraubt habe. Neben dem GPS ist natürlich hier die größte Neuerung an dieser Version, dass wir vorne unten am Rumpf noch einen Höhensensor sitzen haben, und etwas weiter hinten haben wir noch einen LiDAR-Sensor, der die Bodenumgebung noch einmal viel genauer abscannen kann wie ein normaler Höhensensor. Da bin ich auch mal wieder gespannt, wie sich das im Flug bemerkbar macht. Für eine Beleuchtung hat es diesmal leider auch wieder nicht gereicht. Das einzige, was wir haben, ist hier oben wieder eine kleine Status-LED. Da zeige ich euch gleich noch bei den Funktionen, was die anzeigen kann. Die Rotorblätter sind natürlich auch wieder die gleichen wie bei der Nicht-GPS-Version, nur hier in einem schicken Rot-Weiß gehalten. Aber auch hier haben wir wieder die kleinen Unterlegscheiben, die wir zur Montage benötigen. Das ist wieder ein bisschen fummelig und man muss aufpassen, dass man die kleinen Schrauben nicht im hohen Gras verliert. Auch der Heckrotor ist wieder der gleiche, hier in weiß mit schwarzen Streifen. Und auch hier müssen wir wieder auf die richtige Montagerichtung achten, dass die kleinen Rippchen nach außen zeigen. Dann ist er richtig montiert. Der GoSky E2 GPS hat natürlich auch die identischen Abmaße, und zwar einen Rotordurchmesser von ca. 490 mm, eine Rumpflänge von ca. 460 mm und ein Abfluggewicht von ca. 540 Gramm.
Wir haben hier wieder die normale günstige Kunststofffernsteuerung von Goose Sky, diesmal aber die A8 mit komplett federbelasteten Sticks, da wir hier ja jetzt auch GPS an Bord haben. Ansonsten ist sie eigentlich ziemlich identisch zur anderen Goose Sky T8. Die Knüppelaggregate sind auch hier aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium und lassen sich in der Höhe etwas verstellen. Ebenfalls haben wir auch wieder die Zackenkrone oben drauf für alle Daumenflieger. Dann haben wir hier unten die beiden Ein-Ausschalter, die müssen wir beide gleichzeitig drücken, um die Fernsteuerung ein- bzw. auszuschalten. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für eine Nackengurt und darüber die Status-LED für den Batteriestand. Hier oben haben wir noch links und rechts zwei schwarze Gummiteile, die haben aber auch hier keine Funktion. Dann haben wir noch 4 Schalter an der Fernsteuerung. Oben rechts haben wir einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter nach oben geschaltet ist, dann ist der Motor gesperrt. Ist der Schalter nach unten gelegt, ist der Motor entsperrt und kann angestellt werden. Darüber haben wir noch einen 3-Stufen-Schalter. Hier können wir wieder die Taumelscheibenausschläge verändern. Ist der Schalter zu euch geschaltet auf N, haben wir die geringsten Ausschläge. In der Mitte auf S haben wir etwas mehr Ausschläge. Und von euch weggeschaltet auf S Plus haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Auf der linken Seite haben wir noch einen Flugmodschalter. Wenn der Schalter nach vorne von euch weggeschaltet ist, haben wir den GPS-Modus. Hier fliegt dann der Heli GPS unterstützt und bleibt dann auch auf der Stelle stehen, wenn wir die Sticks loslassen. Hier leuchtet die Status-LED dann dauerhaft grün. In der Mittelstellung haben wir dann den Visual-Modus. Hier ist das GPS ausgeschaltet und der Heli fliegt mit Unterstützung des Höhensensors und des LiDAR-Sensors. Hier haben wir allerdings eine eingeschränkte Flughöhe, ist aber auch weiterhin komplett stabilisiert. Hier blinkt dann die Status-LED grün. Und in der hinteren Stellung zu euch gezogen können wir in den manuellen Modus schalten. Hier ist dann weder GPS noch Höhensensor aktiviert und wir können frei fliegen, aber auch hier ist der Heli so stabilisiert, dass er wieder in die Neutrallage zurückkehrt, wenn wir die Sticks loslassen. Hier leuchtet die Status-LED dann dauerhaft blau. Dann haben wir hier vorne links noch einen 3-Stufen-Schalter. Hierüber können wir dann die Coming-Home-Funktion einleiten, indem wir den Schalter einmal komplett nach oben auf Go stellen. Dann kommt der Heli von alleine wieder auf die gespeicherte GPS-Position zurück, landet selbstständig und stellt dann auch von alleine den Motor wieder ab. Das macht er allerdings nur, wenn der Heli mindestens 10 Meter von euch weg ist. Aber auch wenn der Akku zur Neige geht, kommt der Heli von alleine wieder auf den gespeicherten Startpunkt zurück. Dann haben wir hier oben noch einen USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus und daneben noch einen Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier ist schon der ebenfalls im Set enthaltene LiPo-Akku drin. Und daneben haben wir noch einen kleinen Lautsprecher. Hier oben haben wir wieder einen Griff zum Transportieren und wir können die Fernsteuerung natürlich auch wieder auf den Boden stellen. Binden müssen wir die Fernsteuerung bei der RTF-Version nicht, da auch hier alles schon vom Werk aus erledigt ist. Vor dem allerersten Flug sollte man auch einmal den Kompass kalibrieren. Dazu müssen wir den linken 3-Stufen-Schalter hier oben mindestens 3-mal schnell hin und her bewegen, nachdem der Heli komplett initialisiert hat. Dann blinkt die Status-LED schnell rot und blau. Dann müssen wir den Heli einmal horizontal um die eigene Achse drehen, bis die Status-LED anfängt langsam rot und grün zu blinken. Dann müssen wir den Heli einmal mit der Nase nach oben halten, warten bis die LED wieder schnell rot und grün blinkt. Dann einmal um die Längsachse drehen, bis die Status-LED wieder anfängt langsam grün zu blinken. Dann ist die Kalibrierung abgeschlossen. Dann müssen wir noch einmal den Akku ab und wieder anstecken und dann können wir losfliegen. Vor dem Abheben sollte man auf jeden Fall erstmal warten, bis der Heli genügend GPS-Satelliten gefunden hat. Das zeigt er dann an, wenn die Status-LED aufhört grün zu blinken und dauerhaft grün leuchtet. Dann wird auch der Startpunkt gespeichert. Zum Starten müssen wir dann den Motor einmal entsperren, dann die beiden Steuersticks nach unten innen halten. Dann fangen die Rotoren an zu drehen und wir können mit dem Pitch-Stick abheben. Kleiner Tipp, zum Starten der Motoren muss der rechte Schalter mindestens in der Mittelstellung stehen, ansonsten können die Rotoren nicht gestartet werden.
Am Ende hier mal ein wirklich sehr kurzes Fazit, denn es fällt ja logischerweise sehr ähnlich aus wie bei der rot-weißen Version. Wem das ganz genau interessiert, kann sich gerne das Video mal dazu anschauen. Hier bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Optik sehr cool, leider immer noch keine Beleuchtung verbaut und das Flugverhalten ist wieder sehr stabil und sehr ruhig. Die Ausschläge sind auch hier im GPS-Modus und im Visual-Modus sehr human und anfängerfreundlich eingestellt. Das ist für erfahrene Piloten wirklich schon sehr langsam. Aber was mir jetzt doch aufgefallen ist, und das habe ich im ersten Video falsch gesagt, dass man im manuellen Modus hier doch schon wesentlich fixer unterwegs sein kann und die Ausschläge schon deutlich größer sind als im GPS- oder im Visual-Modus. Wer also sportlicher fliegen will, muss das dann im manuellen Modus tun. Der ist ja auch trotzdem weiterhin etwas stabilisiert. Dann würde ich sagen, war es das jetzt schon wieder mit dem Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit dem E2 und welche Version ihr am besten findet unten in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.